Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge oder gesagt einem neuen Tutorial. Aber dieses Tutorial ist nicht normal. Wie ihr unten sehen könnt, also unten links, sieht das nicht nach Vanilla Minecraft aus, sondern nach einem Modpack. Ich habe mir hier schon ein paar Sachen zusammengelegt, damit wir mal wieder eine Eisenfarm bauen können. Und ja, wir fangen an für die Eisenfarm mit dem Create Live 4 Modpack, indem wir uns hochbauen. Nein, das müssen wir eigentlich nicht, aber hier oben hat man einfach mehr Platz. Und falls ihr es im Creative baut, seid nicht so tollpatschig wie ich und fallt durchgängig runter. Als erstes bauen wir einen Cobblestone-Generator. Falls ihr nicht wisst, wie einer geht, so ungefähr geht eine. Blatt Wasser loggen und dann geht das so. Der Bohrer ist dafür nicht notwendig. Keine Sorge. Als nächstes brauchen wir Energie. Dann kann der Bohrer die ganze Zeit bohren. Wenn wir diese Energie haben, brauchen wir darunter einmal die Rinne. Die droppt einfach nur die Sachen und ist dafür halt da, dass sie nicht so gut despawnen, weil mit diesem Modpack die ganzen Sachen schließlich dann mehr despawnen. Achtung, man kann die Farm natürlich noch sehr verschönern, also das mache ich jetzt aber nicht, weil es geht mir jetzt gerade einfach darum, dass die Farm funktioniert. Hier hinten kommt dann gleich auch Energie hin. Aber als nächstes brauchen wir hier unten einmal eine Welle. Das meistgenutzte Item in dieser Mod. Und hier hinten auch eines der wichtigsten Items kommt jetzt zum Einsatz, nämlich das Förderband. So, das kann man hier mit so das kann man herstellen durch Kelp, was gebraten wurde, weil ich es ziemlich schön finde, weil niemand Kelp benutzt. Als nächstes, wenn wir das haben, nehmen wir uns hier einmal einen Ventilator. Den bauen wir erstmal hier so hin, dann davor ein paar Blätter, dann natürlich wieder weg. Die Blätter können wir hier durchführen. In die kommt wieder Wasser rein. Da nämlich die ganze Anlage hier auch durchgängig gelüftet werden muss, weil daraus kommen dann Eisenklumpen und Feuerstein. Und hier, wenn wir Sneaken jetzt drücken, dann fallen wir zwar im Game Mode runter, aber wenn wir uns hier einen Block runter platzieren und da drauf stehen, werden wir nicht runterfallen. Aber dann können wir das da dran platzieren. Als nächstes brauchen wir wieder Energie. Ich nehme noch den Creative Motor. Wenn ihr zum Beispiel im Survival das spielt, könnt das Wasserrad nehmen. Das kommt dann einfach in so Wasser rein, dann dreht es sich, wie es hier gezeigt wird, und dann gibt es einfach Energie ab und die könnt ihr dann hier anschließen. So, und jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Ich sammle mal den Cobblestone immer ein bisschen auf. Jetzt fehlt nur noch eine Truhe. So, die Truhe kommt jetzt hier hin. Wenn man es richtig kann. So. Die placen wir mit Sneaken hier hin. Sneaken ist halt eine der besten Fähigkeiten in Minecraft. Außerdem könnt ihr mit ein paar anderen Tasten wie Steuerung F3, Koordinaten und alles machen. Mit dem Modpack da noch ein paar mehr Infos dabei. Oder zum Beispiel auch mit Alt F4 noch ein paar Extras halt lesen, was ich sehr cool finde. Ja, und das kann man halt dann immer wieder
benutzen. Hier habe ich schon vorbereitet den Filter. Da, man kann da, also wenn das jetzt raus ist, kann man einfach das da reinziehen und fertig. Das kostet auch nichts. Auch wenn man im Survival ist, kostet das nicht eins von den beiden. Ja, und jetzt muss das Ganze eigentlich funktionieren. Warte, wir haben hier den Stein, den Motor. Und es funktioniert nicht, yeah, weil die drehen sich beide in die gleiche Richtung, aber der hier muss sich in die Richtung drehen. So, jetzt werfen wir noch den Stack Stein da hin. Und weil ich vergessen habe, hier muss natürlich auch noch Energie, dass die Energie dann das alles hier hinführt. Hier seht ihr jetzt den Kies. So, der geht da lang und jetzt ist da zum Beispiel nichts reingekommen. So. Und jetzt produziert das Ganze hier, wenn es durchgeladen hat, immer Kies und ja, was macht das dann? Ich hoffe, es war für euch jetzt hier, wenn ich das hochstelle, einfach zu verstehen. Hier könnt ihr das Ganze natürlich immer hochstellen, also ich stelle jetzt mal alles auf 32. Das könnt ihr, wenn ihr im Survival seid, dann habt ihr natürlich nicht solche kreativen Autoren, außer ihr habt gecheatet, was falsch wäre. Ich erkläre das Ganze hier nur im Game Mode. Ich bin nicht für sowas verantwortlich. Könnt ihr das Ganze hier mit so einem Rotationsgeschwindigkeitsmesser hier machen. Ja, wie ihr seht, funktioniert das ja auch. Jetzt haben wir hier schon etwas Eisen und wenn man später im Late Game hier so 5, 6 Teile, man kann die natürlich auch geschickter bauen. Bauen zum Beispiel Lava hier hin, Wasser dahin. Ups, Wasser dahin. So. Und dann, wenn jetzt nichts kaputt gegangen ist, dann habt ihr halt im Late Game hier 20 Teile nebeneinander und ihr seht gerade hier schon 8 Klumpen Feuerstein. Kann man natürlich sortieren, das Feuerstein verbrennt und so. Das mache ich jetzt hier nicht, aber die Sache ist halt die, es muss halt funktionieren einfach. Ja, und dann würde ich mich auch schon verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.